Okay, hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, Lehrer. Okay, so stellen Sie sich kurz vor, Ihre Vorstellung. Ich heiße, ja, schon. Ich heiße Anissa Dangi. Hm? Ich komme aus Nepal. Hm? Ich bin 21 Jahre alt und Mhm. ich liebe es, mein Heimatland, Hauptstraße, Mhm. Kathmandu, in Kathmandu. Und ich spreche Nepalesisch als Muttersprache, Englisch Mhm. und lerne ich Deutsch und ich spreche auch ein bisschen Hindi. Okay, sehr gut. So, sind Sie Studentin? Ja, ich bin Studentin. Nur, Okay. So, warum lernen Sie Deutsch? Möchten Sie arbeiten oder studieren? ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland vielleicht eine Ausbildung machen möchte. Ausbildung. In welchem Bereich Ja, haben Sie sich entschieden? Ausbildung als Krankenschwester oder etwas anderes? Welche ja, Ausbildung ich möchten Sie? entschiede mich Krankenschwester machen. Okay, Sie möchten als Krankenschwester in Deutschland arbeiten. Ja. Okay, und Ihre Hobbys, was machen Sie in der Freizeit? Ich habe viele Hobbys, zum Mhm. Beispiel Yoga machen Mhm. und Musik hören und Mhm. Sport treiben. Mhm. Am liebsten mache ich jeden Tag kurz Yoga. Und Mhm. lese ich auch ein Buch, Bücher. Mhm. Das ist alles. Gut, gut. Und wie lernen Sie Deutsch? Könnten Sie auch ein bisschen erklären? Ich lerne Deutsch in meinem Unterricht, aber Mhm. heutzutage habe ich keine Unterricht. Ich habe das B1, Mhm. B1 Unterricht Mhm. beendet Mhm. und Okay. habe ich habe am 19, am 29. September Beeinflussung. Deswegen möchte ich vorbereiten. Gut, wunderbar. Wir haben genug Zeit und Sie können sich auch auf die Prüfung gut vorbereiten. Ja, So, Lehrer, aber ich habe Probleme mit Sprechen. mm, So deswegen habe ich auf YouTube ihren Video gesehen und dann gen- fin, hat schon sie haben gesagt und sie auch live Video auf Live-Stream machen. Also dann habe ich die unter Telegram genau, vielleicht wunderbar. folgen Wunderbar. und Ja, dann das ist meine Ratschläge für alle Studenten, ja, die Deutsch lernen. Wenn Sie sprechen üben möchten, so können Sie uns auf Telegram folgen und wie Sie heute mit mir ein Gespräch führen, können die anderen auch ein Gespräch führen und ihre Sprachkenntnisse verbessern und vertiefen. So, das ist die ja, Hilfe ja, für Lehrer, alle Studenten. ja, ja, ich habe viele Video von Vocab, ihren Video gesehen und unterladen und Playlist. Dann Mhm. habe viele Vocabs von ihren Mhm. Videos gelesen. Genau, Schon. ja. So sehen Sie auch WORTSCHATZ Vokabelvideos auf meinem Kanal. Ja, ja, schon. Mhm. Auch unterladen. Ich habe auch Okay, herunterladen. herunterladen.
So, wie viele? Aber ich vergesse alles für, nach 5 Minuten oder eine Tage. Ich habe viele Probleme mit dem Vocabs und auch Sprechen. Genau, das ist ein ganz normales Problem. Okay, so Sie sollten täglich Vokabel lernen, eine Liste erstellen und schreiben Sie Notizen und bilden Sie die Sätze, wie ich immer sage. So, lernen Sie täglich, sehen Sie Videos täglich und schreiben Sie ins Heft die schwierigen Wörter, damit Sie nicht vergessen. So, man soll täglich lernen. Wenn wir nicht täglich wiederholen, dann vergessen wir die Sprache sehr schnell. Ja, ich mache auch, aber ich vergesse alles. Aber ja, Sie sprechen vielleicht ja besser jetzt. So, wenn Sie täglich wiederholen und täglich einen Text schreiben über ein Thema, könnten Sie einen Text schreiben, einen Text selbst verfassen und dadurch können Sie Ihre Sprachkenntnisse vertiefen. Vielleicht, ich fühle mich jetzt auch besser als vor Früher. letzten Woche. Ich sehe Ihren Video seit 1 Monat, aber folge alle Videos seit 1 Woche, nachdem mein Unterricht beendet. Ja, wirklich, das ist wunderbar, dass Sie meine Videos sehen und diese Videos haben Ihnen viel geholfen. Ja, ich mache sehr heutzutage Ihren Video, Vocab-Video. Ich finde sehr interessant, das Video. Sie haben viele aktiv unterrichten. Genau, ja, Ja, fast täglich, ja. viele eine oder auch ein Ort haben oder auch viele Orte, die sagen, dass deswegen mache ich deine Videos sehr, Ja, Synonym, ja, ich weil sage viele Synonyme, ähnliche Wörter. wir haben einmal viele Orte lesen können, ja. Wirklich, vielen Dank ja, für Ihr Feedback und ja, danke schön für das Gespräch. Das gefällt mir auch, mit Ihnen zu reden. Ja, danke schön, Lehrer, für diese Gelegenheit. Aber ich wünsche auch andere Tage oder mit Sie sprechen. Ja, bitte. Danke schön. Schönen Tag. Danke schön. Schönen Tag noch.